Ja, hallo ihr Lieben. Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast. Das ist der Olli. Hallo Olli. Hallo Martin. Olli ist ein Ameisenhalter, den kenne ich schon aus den Frühzeiten der Ameisenszene. Also beziehungsweise ich glaube, es war so um 2000 herum, haben wir uns ja Haben wir uns kennengelernt, ja. Und Olli ist viel unterwegs in Costa Rica, erlebt viele Abenteuer, hat selber ganz viele Ameisen zu Hause. Und mich würde mal interessieren, was war denn eigentlich deine erste Ameisenart oder wie bist du überhaupt zu der Ameisenhaltung gekommen? Ja, bei meiner Oma im Schrebergarten, das war ungefähr 1969, 1970, also wie man merkt, bin ich schon ein älterer Haudegen. Das war auch Lasius niger gewesen, da habe ich mir einfach Arbeiterinnen, wusste ich noch nicht, wie eine Königin aussieht, ich hatte einfach in eine Colaflasche getan mit weißem Quarzsand und habe dann einfach die Arbeiter über mehrere Tage beobachtet. Habe natürlich nicht die Ahnung gehabt, habe den Insekten reingetan. Und die brauchten aber auch Zuckerwasser und sowas. Das hat man ja am Anfang, als kleines Kind, hat man ja gar keine Ahnung gehabt. Und so, das waren meine ersten Anfänge. Okay, und wie ging es dann weiter? Ja, ich sage mal, ich habe irgendwie einen genetischen Fehler, weil Ameisen haben mich schon von Anfang an interessiert. Also es nahm überhaupt gar kein Ende. Und dann wurde das immer größer. Dann habe ich mich erkundigt, wie sieht eine Königin aus. Dann habe ich mal so ein Nest ausgegraben. Da war ich 9 Jahre alt und habe dann ein ganzes Volk Lasius niger zu Hause gehabt. In einer großen Asbach-Flasche. Damals gab es so große Asbach-Flaschen in den Kneipen. Da habe ich mir eine leere Flasche besorgt und da habe ich dieses Volk drin gehalten. Ja, und dann hat sich das von Jahr zu Jahr immer weiter entwickelt. Bis ich dann irgendwann auf tropische Ameisen gekommen bin. Das war 1982. Wie ist das entstanden? Wie kamst du dann so in die Länder? Also was hat dich da hingeführt? Ja, es war ganz einfach. Und zwar der Emmener Zoo, ein holländischer Zoo, der hat für 500 Gulden damals ein Volk Blattschneiderameisen angeboten. Den Kontakt habe ich bekommen über den Kölner Zoo. Dann bin ich mit meiner Mama, ich habe also mein ganzes Taschengeld zusammengeschraubt, dann sind wir nach Holland gefahren. Ich habe für 500 Gulden mir Blattschneiderameisen geholt. Ne? Das war mein erstes Volk. Und da war natürlich das Interesse geweckt an Blattschneiderameisen und an tropischen Ameisen. Das heißt, alle europäischen Ameisen waren von da an für mich quasi uninteressant, ja, weil sie eine Winterruhe haben. Das heißt, in der Winterruhe konnte ich keine Ameisen zu Hause haben, konnte mich damit nicht mehr beschäftigen, hat mir unheimlich gefehlt, deshalb tropische Ameisen. Die brauchen ja keine Winterruhe. Ja, und dann habe ich mich ganz langsam spezialisiert, habe da ganz alleine mit angefangen, habe geguckt, am Anfang habe ich sogar das Futter für die vorbereitet in einer Püriermaschine, weil man nicht so die Ahnung hatte. Ne? Und dann habe ich denen das Brombeerblätterpüree angeboten, sind sie natürlich überhaupt nicht dran gegangen. Das war für die. Das ausprobieren, ne? Ja, weil die Zellen waren natürlich total zerstört, haben die kein Interesse dran gehabt. Ne? Naja, und so hat sich das immer weiter entwickelt, von Brombeere und alles Mögliche ausprobiert, Eichenlaub. Und so habe ich innerhalb von 5, 6 Jahren mit Blattschneiderameisen meinen Erfahrungsschatz immer selber vergrößert, bis ich das Volk dann zum Kölner Zoo abgegeben habe. Und habe mich dann auch, als ich 18 war, direkt in den Flieger gesetzt nach Venezuela und habe alle Zoos angerufen und habe gesagt, pass mal auf, ich fliege nach Venezuela, ich bringe Blattschneiderameisen mit, habt ihr Interesse? Und dann haben mich natürlich erstmal alle ausgelacht. Wer bist du denn? Was sind Blattschneiderameisen wahrscheinlich? Ja, das war noch gar nicht so bekannt. Der Kölner Zoo hatte ein Blattschneiderameisennest, aber bei den anderen Zoos war das noch gar nicht so bekannt. Ne? Ja, und die erste Reise natürlich, man hat dann keine Ahnung, was ist in der freien Natur. Ich habe versucht, an ein großes Nest ranzugehen. Kann man vergessen. Man hat keine Chance. Viel zu viele Major, also Arbeiter, die dich kräftig beißen. Dann ist die Pilzkammern, die haben 40 bis 50 Pilzkammern, die zum Teil 3, 4 Meter unter der Erde sind. Du hast keine Chance, das rauszubekommen. Das hat dann jahrelang gedauert, bis ich dann... Das ist auch verwurzelt alles, ne? Ja, natürlich, du kommst also nicht. Ich habe da alles probiert. Ich bin da mit einer Schaufel, mit dem Spaten und die Einheimischen in Caracas, da in den Slums, die haben nur mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, was bist du denn für einer, ne? Ja, und dann habe ich durch Zufall nach Jahren, ich habe dann natürlich auch Ameisenvölker ausgegraben, habe natürlich was mitgebracht, weil ich wollte natürlich auch meinen Ruf nicht schädigen, sondern sagen, ich habe was gefunden. Waren natürlich dann ältere Völker mit einer immensen Arbeit. Also pro Volk kann man sagen, 3 bis 4 Tage habe ich gebuddelt, bis ich die Königin hatte. Okay. Naja, das Blasen an den Händen. Ne? Ja, nicht nur Blasen. Ja, bis ich dann mitbekommen habe, dass sie da durch Zufall, da war ich in Costa Rica gewesen, da haben die einen Hochzeitsflug gemacht und dann habe ich auch kleine Türmchen gesehen und von da an wusste ich, wie junge Völker aussehen. Und da war das Eis dann gebrochen. Da wusste ich, okay, so sehen junge Völker aus und die Arbeit, das einzusammeln, das ist dann 20 Zentimeter unter die Erde, ist dann quasi auf 1 Minute runtergegangen.
zu sonst 3 bis 4 Tagen, um an eine Königin zu kommen. So hat man immer weiter seine Erfahrungen gesammelt. Genau, das kenne ich auch, wo ich da jetzt hier in Französisch-Guyana war. Da war ja auch meistens immer die Flächen, die Felder, die schon abgerodet sind, also wo die ganzen Plantagen waren. Und zum Ärgernis natürlich der Farmer, weil dann die Ameisen genau nach dem Baum, der da stand, halt dann angegangen sind. Und da sah man halt auch wirklich immer so Schornsteine, ich weiß nicht, so 10, 20 Zentimeter teilweise, also solche Türmchen, die so hochkommen. Und und war natürlich von oben nicht buddeln, sondern ich bin dann meistens immer so, ich weiß nicht, wie du jetzt rangehst, dass ich dann ein bisschen seitlich, dann erstmal ein Loch buddel, so 30 Zentimeter und dann seitlich hingehe, so dass ich dann halt diesen Pilz, mit der Königin... Mit der Königin, ja, ganz genau. So habe. Und weil anfänglich war es ja so, hatte ich probiert, erstmal mit Königin das Ganze heranzuziehen, aber es geht nicht. Ne? Da ist ja sehr viel Auswahl, wenn du jetzt nur irgendwie eine Atterkönigin irgendwie einzeln hast, die jetzt irgendwie groß zu ziehen. Ja, das ist ganz schwierig. Du musst schon zu Hause Pilz haben, dass du weil sie nimmt den Pilzsamen ja selber mit, ne? Und legt dann Eier und zerquetscht diese Eier und tut da drin den Pilz eben ansehen, dass eben Pilz wächst. Aber es ist sehr schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Deshalb das Beste ist es immer, wenn die Pilzkugel von den jungen Völkern so groß wie mein Daumen ist, dann hat die schon 15, 20 Arbeiter und das reicht für den Start. Genau, nee, das hatte ich auch so Erlebnis. Aber Ameisen geht ja noch ein bisschen breiter auseinander. Das hat also nicht die Blattscheinameisen. Wie ging es dann weiter? Ja, nach den Blattscheinameisen kamen natürlich alle anderen tropischen Ameisen, die auch Jäger sind und die speziell sammeln. Es gibt ja auch körnersammelnde Ameisen, die sogenannte Feuerameise, die jagt ja. Die ist ja eine invasive Ameise in Südamerika und Mittelamerika. Und da habe ich auch festgestellt in den letzten Jahren, dass die viele Biotope durch die Abholzung, weil die Feuerameise möchte gerne sonnige Stellen haben und da siedelt sie sich auch an. Und ich habe in der Nähe von richtig großen Nestern, habe ich überall junge Kolonien gefunden, Atterkolonien. Wo sie aber überall reinmarschiert sind, haben die Königinnen getötet, haben die Königinnen auseinandergeschnitten und haben eben das Mittelteil, wo die meisten Proteine drin sind, haben sie ins Nest getragen, den Rest haben sie liegen lassen. Also im Umkreis von, ich sag mal, 150 bis 200 Metern waren bestimmt 10 bis 15 junge Atterkolonien, die aber alle durch die Feuerameise kaputt gemacht worden sind. Und die gehen halt alles andere auch dran. Ne? Ich werde auch euch mal ein Video posten. Ich habe also da zum Beispiel, kenne da ein paar Freunde, die haben Hunde, und dann nehme ich immer so ein bisschen Gehacktes mit. Okay. So, und dann habe ich das Gehackte 2 Minuten hingelegt und der Hund hat das nicht geschnallt. Und nach 3 Minuten kam der Hund nicht mehr an das Gehackte dran. Weil das Gehackte voll mit Feuerameisen war und die Hunde wissen auch, da gehe ich nicht mehr dran, da habe ich keine Lust. Okay. Haben wir eine Erfahrung gemacht? Und dann ja, ganz genau so sieht es aus. Also Feuerameise ist da unten echt ein riesengroßes Problem. Ne? Obwohl, die sind ja eigentlich dort heimisch, ne? Die wurden ja verschleppt worden. Die sind heimisch, aber dadurch, dass an einigen Stellen viel abgeholzt worden ist, konnten sie sich natürlich super gut... Ja, die machen ja ihre offenen Haufen auch und da muss die Sonne drauf knallen. Ne? Und auf der freien Fläche ist die Fauna natürlich ganz anders wie im Urwald. Das heißt, die werden dementsprechend auch viel weniger Ausfälle haben, durch Milben, durch andere Schädlinge und so. Weil welcher Urwaldschädling möchte gerne an einem Sonnenplatz leben? Die leben im Urwald, in der Feuchtigkeit, in der Nässe. Ne? Okay. Und dann hast du so ein paar Ameisen bei dir nach Hause mitgenommen? Also ja, es wurde dann immer mehr. Erstmal war es ein Zimmer, dann waren es 2 Zimmer, dann war später mein ganzes Haus voll mit Ameisen. Und dann habe ich eben alles, was ich kriegen konnte in den Tropen, habe ich mir nach Hause geholt, um eben meine Erfahrungen zu sammeln. Ne? Okay, das war natürlich ein Highlight wahrscheinlich für deine Freunde oder Bekannte oder wenn du da irgendwie... Ja, also bei mir war es grundsätzlich so, wenn Gäste gekommen sind aus meinem Freundeskreis, die haben kurz an der Haustür Hallo gesagt, Olli, wir besuchen dich, aber wir gehen erstmal Ameisen gucken. Und dann hast du die 2 Stunden nicht gesehen. Dann kamen die irgendwann wieder und haben gefragt, hör mal, kannst du mal eben runterkommen, ich will was wissen. Und der eigentliche Besuch galt eigentlich mir. Das wurde aber total zusammengekürzt, ne, weil die erstmal nur alle gucken waren. Gut, kenne ich auch. Ne? Also wer hier zu Besuch ist und so, hier haben wir ja auch immer viel. Das heißt, also der Fokus natürlich erstmal zu schauen, was gibt es hier Neues. Ja, du hast ja auch ein paar Ameisen, hast du uns da mitgebracht jetzt hier. Ne? Zum Beispiel die Paraponna clavata. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, dass man von denen nicht gestochen wird. Die haben ja doch irgendwie einiges in Schmackes. Wurdest du schon mal gestochen von denen? Ja, also ich habe am Anfang, wie ich noch nicht so die Ahnung hatte, habe ich da auch versucht, mal an eine Königin ranzukommen bei einem großen Volk. Und da habe ich dann innerhalb von einer Stunde 7 Stiche kassiert. Und die Indianer haben dann gesagt, oh, du musst dich hinsetzen, wir bringen dich jetzt ins Krankenhaus und so. Ich habe gesagt, nee, lass mich mal einfach in Ruhe. Das hat 2, 3 Stunden gedauert. Ich bin dann in den Fluss gegangen. Wenn man es kühlt,
denkt man ja, der Schmerz geht weg. Es ist genau das Gegenteil, es wurde noch schlimmer. Ne? Also entweder warm oder kalt, es ist ganz egal, der Schmerz bleibt immer gleich. Okay. Soll ja so angeblich, deswegen heißt es ja irgendwie 24-Stunden-Ameise, 24 Stunden anhaltende Schmerzen. Kannst du das so bestätigen? Oder? Nein, kann ich nicht bestätigen. Was man allerdings hat, der Schmerz ist ungefähr kommt auf die Beschaffenheit von den Menschen, glaube ich, an. Nach 5 bis 6 Stunden ist der Schmerz weg. Wird man in den Finger gestochen, dauert es länger. Und das tut richtig weh. Wird man hier irgendwo gestochen, also in den Oberarm zum Beispiel oder in die Wade, 2, 3 Stunden ist der Schmerz weg. Aber die Stelle, wo du gestochen worden bist, die hast du 3 Monate. Die fängt immer wieder an zu jucken wie ein Mückenstich. Ne? Okay. Also das macht sich schon gut bemerkbar. Oder dann so ein roter Punkt? Ja, es ist erst so eine Schwellung und dann sieht es einfach aus wie ein alter Mückenstich. Ne? Und beim Duschen, wenn man sich dann abtrocknet, man rubbelt die Stelle wieder an, dann reagiert die Stelle wieder wie ein frischer Mückenstich, wird wieder dick. Ne? Okay. Weil man hört ja mal so, Galileo gab es ja mal so einen Bericht darüber, ne, so 24-Stunden-Ameise, dass der Schmerz 24 Stunden anhalten soll, oder Bullet Ants, also so, dass dann wie eine Schussverletzung, wo dieser Schmerz auszuhalten ja, also ist. Also ich habe Doktoren gehabt, die sind zu mir nach Hause gekommen, die wollten das alle wissen und dann, da kann ich euch auch das Video mal sponsern für. Die haben sich also dann bei mir in der Wohnung stechen lassen, weil sie wollten echt mal wissen, wie dieses Schmerzgift ist. Und da konnte man an den 3 Personen sehen, für den einen ist es ein Wespenstich, und für den anderen war es schon eine richtige Hausnummer. Ne? Wie habt ihr die dann geärgert oder so? Dass die da so nee, ich habe sie in die Pizzetter genommen und habe denen dann den Hinterkörper, aber wir haben es hier alle auf dem Unterarm gemacht und habe denen dann den Hinterkörper so reingedrückt, bis sie gestochen hatten. Da kommt es unheimlich drauf an, wie lange der Stachel unter der Haut bleibt. Okay. Bleibt der Stachel länger unter der Haut und sie pumpt da richtig schön aus ihrer Blase Gift rein, dann hat man richtig was davon. Ist es aber nur ein kurzer Stich und man macht ja auch direkt so, man zuckt ja weg. Ne? Reflex dann, ne? Ja. Genau, dann hat man weniger Gift aufgenommen. Aber wenn der eine Doktor, der hat es also richtig, der sagt, ja, halt mal drauf. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Die war locker mit dem Stachel 20 Sekunden unter der Haut. Und der hatte danach wirklich Spaß an seinem Unterarm. Oh je. Der hat es richtig gemerkt. Der ist dann erstmal geblieben wahrscheinlich den ganzen Tag. Ne? Das ist nicht gleich wieder zurückgefahren. Was ist deine Lieblingsameise eigentlich? Hast du da sowas überhaupt? Ja, ich habe eine Acromyrmex zu Hause. Das ist eine Urameise. Die ist ganz witzig. Die ist schwarz gefärbt. Die hat die Außenkaste ist kohlrabenschwarz und stumpf. Und die Innenkaste ist gefärbt hell glänzend und ist gefärbt wie Atacephalotes. Aber du weißt gar nicht, was für eine Art das ist. Nee, ich habe sie Vulcanus genannt, weil ich sie nur an einem Vulkan gefunden habe. Okay. Deshalb habe ich sie Vulcanus genannt. Ja, vielleicht neue Spezies entdeckt, ne? Ja, und die machen gigantisch große Völker. Und die Arbeiterinnen, ja, die sind ungefähr so, die sind richtig groß. Wie, so 2 Zentimeter, ja? Ja, 2 Zentimeter kriegen hin. Da kann ich euch auch mal ein Video schicken, da lasse ich mal so eine Arbeiterin über eine Rohrleitung laufen und darunter laufen Atacephalotes. Du siehst den Unterschied. Das ist unfassbar, ist das. Wow, okay. Und wie ging es da weiter? Also dann, Bude war voll, du hattest Leute gehabt. Und war das immer problemlos, diese Ameisen dann immer zu importieren? Oder gab es da auch mal Probleme? Also früher war das eigentlich gar kein Problem. Ich bin auch in Costa Rica mal von der Zeitung da interviewt worden, weil das hat sich dann rumgesprochen und so. Das war aber am Anfang der 90er Jahre. Und dann irgendwann kam ja das Cut in allen Ländern, dass du also keine lebenden Insekten oder Tiere aus den Ländern rausholen musst. Deshalb ist das ja auch meistens so, dass alles, was mitgebracht wird, ist eigentlich mehr oder weniger Schmuggelei. Weil eigentlich haben es mittlerweile fast alle Länder verboten. Ne? Ich weiß nicht, Französisch-Guyana, da kriegt man, glaube ich, noch eine Genehmigung, weil es zur EU gehört, ne? Oder ja, wegen Frankreich. Genau. Da kann man eine Genehmigung bekommen. Aber alle anderen Länder, die ich kenne, sehr schwierig. Okay. Und das Lustige ist, die Blattschnatterameisen zum Beispiel, es sind Schädlinge dort. Man geht in jeden Supermarkt und da hat man in den Regalen das Ameisengift für die Blattschnatterameisen in großen Mengen, was man kaufen kann. Aber die Ausfuhr der Schädlinge, also der Blattschnatterameisen, ist in diesen Ländern verboten. Okay. Und irgendwie hat das mal berichtet, einmal gab es dann Probleme, da hatten sich dann irgendwie beim Zoll... Ja, einmal habe ich meinen Rückflug verpasst, war 6 Tage im Gefängnis in Costa Rica bis zur Verhandlung. Die Costa Rica hat mir dann auch eine Verteidigerin gestellt, hat mir eine Übersetzerin gestellt. Ich musste also gar nichts bezahlen. Ich habe dann ein halbes Jahr auf Bewährung bekommen, kam auf eine blaue Liste. Die haben gesagt, pass mal auf, wenn das jetzt nochmal passiert, dann kann das sein, dass du 2 Jahre Gefängnis kriegst. Wenn du aus der blauen Liste wieder rausgibst, dann kann wieder was gemacht werden und dann kriegst du nur wieder einen über den Finger. So einfach ist das da drüben.
Gut, also Genehmigung jetzt offiziell gibt es das gar nicht mehr jetzt Nee, aktuell. Okay. das ist ganz, ganz schwer. Hattest du mir früher für Blattschammeisen, hattest du mir mal... Genau, da hatte ich eine Genehmigung, das ging, und zwar das Museum König. Das war ein Museum der Bundesrepublik Deutschland und darüber habe ich damals was angemeldet, dass ich für die immer was mitbringe und da habe ich eine Genehmigung gehabt. Und jetzt mittlerweile bin ich dazu übergegangen, also ich habe es fast bei allen Ameisen geschafft, dass sie bei mir zu Hause einen Hochzeitsflug machen. Okay. So, das ist eigentlich mal reiner Zufall gewesen. Bei den Blattschneiderameisen, bei Acromyrmex zum Beispiel, habe ich gesehen, ich habe verschiedene Geschlechtstiere. Da ist alles gut gewesen. Die hatte ich noch in einem Terrarium mit 2 Schiebescheiben. Und beim Saubermachen habe ich die Schiebescheibe mal vergessen zuzumachen. Und dann hat sich die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur in dem Becken hat sich geändert. Und plötzlich sind alle Geschlechtstiere verrückt geworden. Und sind auf die Äste hochgelaufen in dem Futterbecken und sind dann wirklich abgeflogen und haben dann in der Küche bei mir unten auf dem Boden, haben die dann angefangen, sich zu paaren. Achso, ich dachte, das machen die in der Luft immer. Also so. Nee, die haben es alle auf dem Boden gemacht. Alles klar. Das ist Alle schon auf dem gut. Boden. Da kann ich euch ein paar Videos schicken. Da siehst du also wirklich, wie eine Königin über den Boden kriecht. Ein Männchen hängt schon dran, aber 5 Männchen versuchen natürlich auch noch gleichzeitig an die Dame dran zu kommen. Ne? Das ist immer ein riesengroßer Knoll dann. Okay, wow. Ja, ist natürlich dann... Welche Arten haben noch kopuliert da bei dir? Also wo gab es da noch jetzt irgendwie Zucht? Das war, also bei Clavata ist es mir einmal gelungen. Allerdings sind Arbeiterinnen ausgeschlüpft und die Arbeiterinnen sind kurz nach 2 Monaten immer kaputt gegangen. Also es hat sich nicht weiterentwickelt. Es hat geklappt. Es waren allerdings auch nur 12 Geschlechtstiere, die bei mir geflogen sind, weil größer war das Volk nicht. Dann hatte ich Dinomyrmex gigas kurz davor. Wow, okay. Ich weiß nicht, ob du es weißt, also ich hatte ja ein riesiges Volk mit fast 100.000 Tieren. Ja, du hast mir, glaube ich, mal was von berichtet. Ja, aber ich habe nie Bilder gesehen. Ja, es gibt bei YouTube gibt's ein Video, es ist, glaube ich, mittlerweile schon 15.000 Mal geklickt worden oder so. Und es war also ein recht gigantisches Volk. Da habe ich auch Geschlechtstiere gehabt. Aber dann kam leider der Brand in meiner Wohnung. Und der hat natürlich durch Löschwasser ist alles vernichtet worden. Ne? Stimmt, da hat das ja richtig einen Schicksalsschlag gehabt. Ne? Ja, das stimmt wohl. Das war Silvester 2021. Durch eine Rakete ausgelöst, oder? Nein, die Kripo, der Sachverständige, hat nachher festgestellt, also erstmal ist ja das alles abgefackelt, alle mussten das Haus verlassen. Und dann hat ja die Polizei das Gebäude beschlagnahmt, da durfte keiner rein. Ich durfte am nächsten Tag dann rein die restlichen Tiere aus der Wohnung retten. Konntest du noch alle retten, oder? Ja, ich konnte alle retten, nur leider bei den Dinomyrmex, da war das ganze Becken, ich hatte ungefähr unten hatte ich so 70 Zentimeter. Und das war leider alles voller Löschwasser gelaufen. Und in dem unteren Teil befand sich leider auch die Königin. Ich habe sie noch rausbekommen. Die hat sich also nicht mehr bewegt, aber wie das bei Ameisen so ist, die haben ja so einen Schutz. Ich habe sie dann 2-3 Stunden auf trockenes Klopapier und dann hat sie wieder gelebt. Und das ging auch noch 2 Monate gut. Ich habe sie dann einem Bekannten gegeben, aber dann ist sie verstorben. Also das Löschwasser ist ja auch nicht ohne Chemie. Ich weiß gar nicht, was da alles so drin ist. Man denkt immer, das ist einfach nur Wasser, aber die haben ja doch irgendwie so Substanzen drin. Die Ja, das sind so erstens das, genau, dass mehr Schaum entsteht, wenn sie es drauf sprühen. Und da sind eben Sachen drin, die, keine Ahnung. Will man gar nicht wissen, was da alles Nee, will man wirklich gar nicht wissen. Also ich habe es aber gesehen, dass da 90% des Volkes sind also wirklich daran kaputt gegangen. Und die Königin, wie gesagt, sah tot aus, ist dann wieder, hat sich wieder berappelt, aber nach 2 Monaten. Und das war natürlich grausam für mich, ne? Weil keiner hatte bisher so ein großes Volk zu Hause. Ich habe ja auch Rohrleitungen gehabt, wo sie rumgelaufen sind und alles. Das war schon ein Schicksalsschlag. Okay, und jetzt hast du alles wieder aufgebaut, oder? Nein, noch, ich fange jetzt gerade erst langsam wieder an. Ich habe immer meine 3 Völker Blattschneiderameisen zu Hause gehabt und habe dann aber durch Corona kann man ja nicht mehr nach Costa Rica. Dann bin ich nach Costa Rica gekommen während der Corona-Zeit durch Zufall. Das war aber so chaotisch da in dem Land und ständig mit Maske tragen und. Und da habe ich mich dann gar nicht um Ameisen gekümmert. Ich habe mich um meine Freunde gekümmert, weil leider sind sehr viele meiner Bekannten an Corona verstorben in Costa Rica. Echt, ja? Ja, aber die waren zum Teil Asthmatiker und so, ne, und haben das auch so leicht hingenommen, haben gesagt, ja, das ist wie eine normale Grippe. Da sind aber 5 Leute sind verstorben aus meinem Bekanntenkreis. Ne? Krass, okay. Ja, das war schon... Weil schon Costa echt Rica heftig selber, gewesen. du bist ja immer so häufig da, da hast du ja so deine eigene irgendwie so kleine Ferienanlage, so ein Apartmenthaus oder was hast du da? Nein, ein Naturschutzgebiet sogar seit über 30 Jahren. Okay, also- Seit 1994. Okay, aber es ist dein Eigentum, aber das Naturschutzgebiet darf nicht bebaut Gehört werden? mir und 2 Leuten gehört das genau. Wir haben das damals zusammen gekauft und haben da jetzt ungefähr, man kann sagen, so 300.000 bis 400.000 Bäume angepflanzt.
Es war ein bisschen Primärurwald, ein wenig Sekundärurwald und es war in den Bergen sehr viel Weideland. Mittlerweile kann man es auf dem Satellitenbild sehen. Es gibt gar kein Weideland mehr. Es ist also jetzt innerhalb von 30, es ist alles zugewachsen wieder. Okay, ja. Schön. Ja, ist aber auch sehr, ja, was soll ich kann es ganz schlecht erklären. Wenn ich in Costa Rica bin, habe ich immer das Gefühl, ich hätte da schon mal gelebt. Das ist einfach, ich steige aus dem Flieger aus und habe ein ganz anderes Körpergefühl und auch mein Geist ist irgendwie ganz anders. Luft, ne? Pflanzen, ja, alles. Also ich fühle mich da einfach wohl. Ne? Mhm. Ich lebe auch am liebsten da mit den Einheimischen unter armen Verhältnissen zusammen, weil ich komme mit den Menschen super gut klar. Ne? Ich bin also kaum da, wo Touristen sind. Also was mir auffällt, wenn ich in Südamerika bin, ist natürlich immer so dieser Lebensstil. Ne? Das sind irgendwie so, ja, wenn heute nicht, dann morgen. Das ja, musste man sich am Anfang sehr dran gewöhnen. Wenn wir am Anfang lang Bestellungen gemacht haben wegen Elektrik beim Großhändler, dann fährst du in eine größere Stadt, machst die Bestellung, dann sagen die, ja okay, wir haben heute Montag, wir kommen Mittwoch. So, und jetzt kommst du aus Deutschland, bist so erzogen worden, so schnell wie möglich von A nach B. Stress, Stress, Stress. Hast du 6 Leute beim Aldi vor der Kasse, kriegst du schon Stress, weil du irgendwie nicht schnell weiterkommst. So, und dann kommst du nach Mittelamerika. Die sagen, die kommen Mittwoch. Mittwoch kommt keiner. Donnerstag kommt auch keiner. Freitag ist auch noch keiner da. Und der Deutsche hängt natürlich schon am Handy und klingelt sich die Nase wund. Was ist los, was ist los? Und die Ticos alle, ja, die kommen schon irgendwann. Vielleicht ist eine Brücke eingestürzt, vielleicht hat es einen Erdrutsch gegeben. Und da habe ich wirklich gesagt, 3, 4 Jahre habe ich gebraucht, bis ich diesen Stressfaktor der europäischen Erziehung, bis ich den losgeworden bin, dass es dann nun mal langsam geht. Es kommt irgendwann, aber nicht so, wie man es gelernt hat in Europa. Ne? Gut, also muss ein bisschen zeitlich, ein bisschen groß gefächert. Musst du, ja. Aber wie gesagt, da in Costa Rica leben ja auch, ist ja wissenschaftlich bewiesen, mit die glücklichsten Menschen der Welt. Die arbeiten auch ihre 8 bis 10 Stunden am Tag, aber unter einem ganz anderen Niveau wie wir. Die haben einfach keinen Stress dabei. Ja, gut. Alles in Ruhe, alles geht langsam. Man denkt immer, um Gottes Willen, wie schaffen die das alles hier? Ne? Es geht aber. Okay, ist da noch ein Haus frei, oder? Ja, hört sich auf jeden Fall schön an. Also gut, kann ich auch so bestätigen, die Zeit, wo ich jetzt auch mal so unten so in der Ecke war, das ist wirklich ein ganz anderer Lebensstil und ja, auf jeden Fall sehr angenehm. Aber wo du jetzt nochmal zurückzukommen auf dein Grundstück, jetzt hast du ja da alles angepflanzt, alles wieder so Natur, Wildnis. Merkst du auch, dass auch Tiere da jetzt wieder zurückkommen? Ja, auf jeden Fall. Und zwar werden erstmal Bäume angepflanzt für die Obstfresser. Ich dachte, erstmal Ameisen angesiedelt oder so. Nein. Die kommen ja von ganz alleine. Wir haben im Garten natürlich drauf geachtet. Wir haben so 10.000 Quadratmeter Garten mit Rasen, mit Pflanzen, mit allem drum und dran. Da habe ich natürlich dann auch mitgeholfen, dass dort keine Blattschneideameisen entstehen, weil es reicht schon die von draußen, wenn die Straßen aufs Grundstück kommen, die können dann in einer Nacht schon sehr viel kaputt machen. An Orchideen oder an anderen Sachen, wo sie eben dran gehen. Ne? Ja, wir haben zuerst mal für die Obstfresser haben wir was angepflanzt. Weil du gerade sagst, du achtest darauf, dass die irgendwie nicht reinkommen von draußen. Wie machst du, wenn du eine Straße siehst? Nein, ich habe einfach nur darauf geachtet, dass immer, wenn ich da war, dass wenn ich junge Völker gesehen habe, habe ich die einfach ausgegraben. Ah, okay. Also gleich irgendwie zack und dann... Ja, und dann entweder mitgenommen oder woanders ausgesetzt, weil das geht ja rasend schnell. Also mein Gärtner zum Beispiel, ich bin mal nachmittags weggefahren, dann kam ich zurück, dann hat mein Gärtner Rasen gemäht. Gleichzeitig ist dann in der Abenddämmerung ein Hochzeitsflug gewesen. Ne? Und dann kam ich zurück und der hatte Atacephalotes, bestimmt 200 Güden hat er gesammelt. Ne? Hatte aber keine Ahnung davon und hat die in 3 Colaflaschen verteilt. So, und als ich dann abends nach Hause kam, er kam ganz stolz an und hat mir das gezeigt, sagte, guck mal hier. Da waren noch 2 Günen, die waren in Ordnung. Vom ganzen Rest der Günen waren alle die Beine abgeschnitten. Die haben also alle untereinander gekämpft. So, ne? Ja, natürlich, absolut. Ne? Ja, man kennt es also, wenn man hier unsere Lasus niger schwarze Wegameise sammelt, das ist ja kein Problem. Die kann man ja alle erstmal zusammenpacken. Ne? Ja. Klar. Da beginnen ja erst die Attacken dann, wenn die ersten Arbeiterinnen da sind. Genau so sieht es aus. Ja. Und da ist das so, die bekämpfen sich sofort. Ne? Okay. Du hattest mal so berichtet, dass irgendwie da von deinem Grundstück, da war auch eine richtig alte Atta-Kolonie, die wohl schon irgendwie über 20 Jahre alt ist. Man hört ja immer so, dass irgendwie Atta kann vielleicht so 14, 15 Jahre alt werden und so, aber du hast genau was anderes halt noch festgestellt, dass sie sogar noch viel älter werden können, die ganzen... Die ist, glaube ich, sogar noch älter wie 20 Jahre geworden, weil ich habe sie alleine 20 Jahre beobachtet. Und es war ein gigantisches Volk, die haben auch eine Straße in den Urwald gehabt, die ungefähr so breit war wie der ganze Tisch, fein säuberlich gepflegt, das Laub beiseite gelegt, ne, und die ging schön in den Urwald rein. Und wir haben eigentlich diesen Weg auch immer tagsüber genutzt, weil die waren grundsätzlich abends unterwegs. Ne? Tagsüber nur ein paar. Und das Volk habe ich bestimmt 23 Jahre beobachtet, bis dann irgendwann
kam Essiton an und die haben es dann ausgeraubt. Okay. Treiberameisen. Ja, ja, klar. Die sind da richtig reinmarschiert und eigentlich sieht das so aus. Das Volk ist schon öfters überfallen worden, ich habe es öfters beobachtet. Die Essiton gehen rein, die Blattschneidameisen kämpfen kaum, verlassen das Nest. Die Essiton kommen mit der gesamten Brut raus und gehen auch wieder, ohne den Pilz irgendwie. Die machen natürlich da drin auch was kaputt. Was wollen die auch mit Pilz machen? Ne? Es gibt ein paar Kämpfe, aber dann siehst du auch, wie die Essiton wieder abziehen mit der gesamten Brut und dann ziehen die Atters langsam wieder in ihr Nest ein. Aber die scheinen irgendwann mal zwischendurch, scheinen sie auch die Königin getötet zu haben, durch einen Zufall. Oder die Königin war schon alt, ist durch einen Stress gestorben. Auf jeden Fall nach diesem Überfall, der war 2000 und, das war vor Corona, 2019. Danach das Jahr, als ich hingekommen bin, Anfang zu Corona, da war das Volk nicht mehr da. Alles kaputt. Ist auch nicht neu besiedelt worden, ist ein neuer Atter da rein? Nein. Das ist einfach, wenn die Signale der Königin fehlen, die haben keine Aufgabe mehr, ne, dann hat sich das erledigt. Kann es sein, das ist eine neue Königin, wow, ist da schon alles fertig, Gangsystem rein? Ach so, nein. Okay, es ist eine leere, freie Fläche, ne? Das ist wahrscheinlich, also wenn es so eine alte Kolonie ist, dann muss da richtig ein Sandhaufen schon irgendwie da sein, ne? Oder? Das Nest war so riesig, also ich sag mal, die Hälfte von einem Fußballfeld, riesige Straßen alle in den Urwald rein und dann sind die ja gezwungen, unter der Erde eine Klimaanlage zu bauen, weil diese ganzen Pilzkammern verbrauchen ja sehr viel Sauerstoff. Die haben also Türme in der Mitte vom Nest gehabt, wo die warme Luft mit dem CO2 entweichen kann und um das Nest herum waren so richtig 40, 50 Zentimeter große Eingangsröhren, dass die kühlere Luft von außen dann ins Nest reinströmt und die warme Luft vertreibt mit dem CO2. Ja, und das, als ich dann zurückkam, hatte natürlich die Regenzeit, da konnte man richtig sehen, hatte das unterspült, das Regenwasser war eingedrungen. Die bauen ja in jeden Gang, den sie in die Erde machen, einen Siphon rein, damit das Regenwasser nicht ins Nest kann. Es ist also jeder Gang, der in die Erde geht, hat dann irgendwo ein Siphon. Genau, da gibt es ja das eine Video von Bert Höldobler, ne? Der hat ja da irgendwie so in Argentinien war das, glaube ich, so ein Attervolk mal so ausgebuddelt, also mit so einem Zement ausgegossen, so ein Spezialzement. Ach ja. Und dann sah man die Dimension, einmal auch die Größe und auch wieder auch die ganzen Kammern angelegt sind. Also vielleicht für jeden, den das mal interessiert, sich vielleicht mal einfach das Video mal anschauen, da sieht man wirklich mal diese Struktur von diesen Nestern. Genau, und dann war das alles überflutet. Ja, also die Regenzeit hat ausgereicht und da keine Ameisen mehr da waren, konnten diese Siphons und sowas nicht mehr repariert worden oder so und dann ist eben alles eingestürzt. Du konntest richtig sehen, da war eine richtig große Mulde im Urwald, weil eben alles zusammengesackt ist. Ne? Und einmal warst du auch so stark, ne? Das glaube ich auch bei dir auf dem Grundstück, also eine Brücke eingestürzt, wo du irgendwie nicht hin konntest oder in der Nähe von dem Gelände, da war auch irgendwie, das sind durch den Regenmassen irgendwie so weggespült worden? Ja, wir haben 3 Brücken verloren innerhalb der letzten 30 Jahre. Wir haben jetzt eine Brücke, die geht 6 Meter über den Fluss drüber. Die haben wir mit den Nachbarn zusammengebaut, da passiert also nichts mehr. Das Problem ist eben die Regenzeit. Man kann sich das als Europäer nicht vorstellen. Wenn es regnet, dann regnet es so sehr, wie wir uns das hier überhaupt nicht vorstellen können. Mein erster Aufenthalt in Mittelamerika habe ich gelacht, warum haben die Bürgersteige und haben dann eine Bordsteinkante von 70 Zentimetern. Das ist doch ganz schlecht für die alten Leute. Nachdem ich dann in einer Großstadt da mal einen tropischen Regenguss mitbekommen habe, wusste ich ganz genau, warum die Bordsteinkanten zum Teil 70 Zentimeter hoch sind. Und dann kommt einfach im Bordstein eine Lücke, die ist 2 Meter breit, als Abfluss runter in den Kanal. Wenn du dann das aber mal mitbekommen hast, was da los ist. Dass selbst das noch nicht mal ausreicht. Ne? Nee, und das reicht nicht aus. Und das ist eben auch das, was auch für uns Europäer jetzt loskommt. Unsere ganzen Bürgersteige, die ganzen Kanalisationen in den Städten. Wenn jetzt wirklich durch den Klimawandel die Regenmengen erheblich größer werden, ist das bei uns nicht mehr handelbar. Gut, ne, wir haben ja auch schon mal hier in Berlin auch schon mal einen Starkregen gehabt, wo dann teilweise diese Straßenunterführung, wo das dann schon unter Wasser war. Da habe ich in den Nachrichten gesehen, ja, richtig. Genau, also so in der Form, alles natürlich nicht vergleichbar mit dem, was dann, ne, also wenn da bei euch ganze Brücken weggespült werden, das ist natürlich dann... Ja, und ich bin dann mal Dezember bin ich angekommen, das war 1996, da war gerade die Brücke weg und dann kommst du abends im Dunkeln an. Und ich musste schon immer alles zu Fuß über die kleine Brücke machen. Die Brücke war nicht mehr da, aber dann hatten die Jungs wenigstens ein Seil durch den reißenden Fluss gespannt. Und das Wasser ging mir ungefähr bis hier. Du hast dich mit einer Hand am Seil festgehalten, hast dann verzweifelt versucht rüberzukommen. Und ich habe natürlich vorher für die Leute auf der Finke eingekauft. Ne? Und habe dann erstmal das Fleisch so rüber mit Mühe und Not. Dann haben wir aber mit 5, 6 Mann in 3 Stunden da... Gab es da keinen Umweg, dass man da irgendwie das so... Nein, das gab es nicht. Wie so eine Art Insel dann oder abgeschottet? Nee, der Fluss ist einfach zu breit. Der ist so groß wie die Wupper. Ich weiß nicht, ob die Leute die Wupper kennen. Und wenn dann noch Hochwasser ist, ich sag mal... von einer Seite zur anderen ungefähr 25 Meter.
Und du kannst dann nicht irgendwo, du kannst 5 Kilometer in die Richtung fahren, 4 Kilometer in die Richtung fahren, du kommst nicht drüber. Du kannst eigentlich nur an der Stelle drüber gehen, wo das Seil gespannt ist. Ne? Unter erheblichen Schwierigkeiten. Also da hat man schon ein bisschen Angst um sein Leben, ne? Weil wenn du loslässt, bist du weg. Ja. Wow, okay. Und dann wilde Tiere, hattet ihr eigentlich auch schon? Ja, wie gesagt, da waren wir gerade stehen geblieben. Wir haben also erstmal Bäume angepflanzt, dass die ganzen Obstfresser kamen. Und nach den Obstfressern kamen dann eben die Jäger. Und so ist auch der Jaguar wieder bei uns eingezogen. Und wir sind mal auf der Jagd gewesen, weil wir dürfen, bei unserem Grundstück dürfen wir also Tiere schießen. Wir haben auch so Rehe und sowas gibt es da. Und da sind wir an ein Jaguar-Weibchen mit Jungen geraten. Da werde ich euch auch mal die Fotos schicken. Die sind eigentlich sehr scheu. Sie hatte aber Junge, wir haben es eigentlich nicht geschnallt. Die Hunde waren auf einmal ganz laut am Bellen. Und dann kam das Jaguar-Weibchen direkt aus dem Busch raus, hat sich den Bernhard direkt am Bein geschnappt, hat sich da verbissen, hat dann mit den Krallen im Bein so richtig gearbeitet und ist dann abgehauen. Und den mussten wir natürlich direkt ins Krankenhaus bringen, dann in Costa Rica. Ne? Gibt es sowas? Ist das da in der Nähe? Also ich stelle mir vor, im Urwald? Ja, 35 Kilometer entfernt. San Isidro ist eine größere Stadt mit ungefähr 35.000 Einwohnern. Jetzt gibt es auch in Costa Rica, also das Krankenkassensystem ist so ähnlich wie bei uns. Ne? Es ist natürlich, es dauert alles sehr lange. Klar, Mittwoch, Montag. Genauso sieht es aus. Und Bernhard, sein Glück war, ich war in Costa Rica, bin dann wieder nach Hause geflogen, bin aber 3 Wochen später wieder zurück nach Costa Rica und habe gefragt, wie geht's dem Bernhard denn? Ja, der ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, der ist zu Hause, dem geht's aber nicht so gut. Und ich, wieso geht's dem nicht so gut? Und dann bin ich zu ihm nach Hause gefahren und als ich sein Zimmer betreten habe, roch ich schon den fauligen Käse. Okay. Also fauliges Fleisch. Dann habe ich die Bettdecke weggemacht und ich weiß nicht, ob die Allgemeinheit das sehen will. Ich habe dann das Bein mal fotografiert. Das war also kurz vorm Absterben, habe ihn dann auf meine Kosten in die Privatklinik getan. Die haben also jede Menge Fleisch weggeschnitten. Ne? Und der Arzt hat gesagt, 2, 3 Tage später wäre er tot gewesen. Ne? Blutvergiftung dann? Ja, natürlich. Das war also reiner Zufall, dass ich noch mal nach Costa Rica gekommen bin. Ne? Sowas gibt es da leider auch, weil die Leute, denen wird erzählt, pass mal auf, das muss desinfiziert werden, hier, da und dort. Und du kannst aber jetzt nach Hause gehen, du musst aber das und das machen. Und dann hast du eben die Tickos. Ja klar, ich kann ja wieder Motorrad fahren, das verhallt schon wieder hier, da und dort. Und dann gehen sie einfach aus falschem Stolz nicht mehr zum Arzt. Ja gut, das ist auch eine Kostenfrage natürlich. Ja, und dann entzündet sich das und entzündet sich das. Und ja, es war bei ihm eine ganz knappe Sache. Okay. Und bei dir, ist da schon mal was sehr Riskantes dann noch mal passiert? Nö. Nein. Durch den Urwald mit der Machete? Ja, ich bin einmal vom Pferd gefallen, habe mir die Schulter ausgekugelt und gleichzeitig in so einem absolut ätzenden Dornbusch gelandet. Der war, glaube ich, viel schlimmer wie das Auskugeln der Schulter. Okay. Oh. Ich war dann 2 Tage da auch im Krankenhaus. Die wollten mich unbedingt da behalten, aber Schulter einrenken ohne Spritze werde ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen. Das war eine harte Hausnummer, bis die Schulter wieder drin war, aber das war eigentlich das Schlimmste. Mal mit der Machete ins Bein gehauen. Das passiert schon mal, wenn man sich einen Weg frei macht. Dann gibt es aber einen Trick, wenn man den Hund dabei hat, kann der Hund die Wunde direkt auslecken. Okay. Wenn er nicht mit den Zähnen dran geht, da sind ja Bakterien dran, das ist dann nicht so gut. Aber Hundespeichel ist immer antiseptisch. Ich lasse dann immer die Wunde direkt von dem Hund auslecken und das entzündet sich nicht und alles ist gut. Okay, gut zu wissen. Ja. Die nächste Dschungeltour. Ja Mensch, da hast du ja wirklich einiges erlebt, so in deinem Leben, ameisentechnisch natürlich auch. Immer noch bist du total aktiv dabei. Ja. Bist nicht mal überlegen, mal so eine schöne Ameisenausstellung zu machen oder so? Also ich habe es jetzt, ich sag's mal so insgeheim, ich habe vor, demnächst mal die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen, in ein anderes europäisches Land zu gehen. Gehört eigentlich nicht zu Europa und habe da eigentlich auch vor, in diesem Land, weil die kulturell sehr viel machen, da möchte ich eine feste Ameisenausstellung machen. Dann sag mir Bescheid. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ja, gerne, gerne. Ja, Olli, dann vielen Dank, dass du uns heute hier besucht hast. Und gerne. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich da auch mal Zeit habe, zu deiner Ausstellung zu kommen. Ja. Also vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen. Ich werde auf jeden Fall, du kriegst direkt ein VIP-Ticket von mir. Wunderbar. Und musst dich auf den Weg machen. Mache ich, sofort. Alles klar. Gut, dann Martin, Dank. ich bedanke mich für das Interview. Eine gute Heimfahrt, ne? Gut, danke. Tschüss. Wollen wir das jetzt hier? Ne, hier ist das mit Kork. Achso, hier haben wir das einmal. Ja, das ist ja echt gut. Ja, wir haben auch gute Sachen. So, und das wiederum ist ja ganz normaler Sand Ja, oder sowas. das ist ja Das ist ja schwierig genau. und sowas Und dann halt. siehst du eben, dass das, ja. Geht zwar auch, aber ne, im Gegensatz Ja. natürlich hierzu. Ein riesengroßer Unterschied.
von der Sauberkeit her. So, ja, die Ameisen kennst du ja wahrscheinlich. Ja, Polyrachis. Also wir haben hier dementsprechend großes Nest gebaut. Wir haben hier extra so vom Ausbruchschutz hier alles doppelt nochmal gesichert. Ne? Einmal, genau, also siehst du, wie hier zum Beispiel, sind ganz statisch, ne? Also die bewegen sich jetzt nicht. Deswegen werden die halt häufig auch gerne genommen, so von Filmfirmen oder so, die dann irgendwie Ameisen zeigen wollen. Also sind eigentlich auch super Statisten, ja, die kleinen Racker. Wir haben zum Beispiel so ein Cricket Jam, das ist so wie Leberwurst aus Grillen, so ein Grillenmus. Ja, das eignet sich ja bei den meisten Arten. Ansonsten haben wir so blanchierte Grillen, das ist schon gekocht, ne? Damit du auch keine Milben oder Parasiten hast. Genau, das eignet sich dann auf jeden Fall als Fleischnahrung dann. Ne? So jetzt Ja, ich mache sehr viel mit gehacktem, Rindergehacktem. okay, also was richtig Gutes dann, ne? Ja, ja. Was bei dir auf den Teller kommt, kriegen die Genau, auch das ne? dürfen die Ameisen auch gerne haben. So, geht mal wieder nach Hause, erstmal wieder dicht.